Wir haben uns auf eine Entdeckungsreise begeben, Ben. Inspiriert von den Erfahrungen unseres Freundes Azad und so vieler anderer, die diesen Weg gehen. Wir wollten dieses eine große Wort verstehen: Heimat. Genau. Und wir haben gemerkt, es gibt nicht die eine einfache Antwort. Stattdessen haben wir 5 Schlüssel gefunden. 5 Türen, die man öffnen muss, um das Geheimnis der Zugehörigkeit zu lüften. Schlüssel 1. Der Raum. Kann man sich Heimat bauen, indem man seine Wohnung in ein Zuhause verwandelt? Schlüssel 2. Die Menschen. Ist Heimat vielleicht gar kein Ort, sondern ein Kreis von Freunden, die einen verstehen? Schlüssel 3. Die Sinne. Welche Rolle spielen der Geschmack und die Gerüche unserer Kindheit auf dieser Suche? Schlüssel 4. Die Identität. Was passiert mit uns, wenn wir zwischen 2 Welten stehen? Kann man seine Heimat verlieren oder gewinnt man eine neue dazu? Und Schlüssel 5. Die Entscheidung. Ist Heimat am Ende vielleicht gar keine Suche, sondern eine bewusste, kraftvolle Entscheidung für die eigene Zukunft? Dieses Video ist unser Logbuch dieser Reise. 5 tiefgründige Geschichten für fortgeschrittene Deutschlerner, die mehr wollen als nur Vokabeln. Dies ist eine Masterclass in kulturellem Verständnis. Wir geben euch nicht nur die Sprache, sondern auch die Konzepte, um eure eigene Geschichte in Deutschland zu verstehen und zu gestalten. Wenn du bereit bist, tiefer zu gehen und die Sprache auf einem neuen Level zu erleben, dann bist du hier genau richtig. Die Suche nach der Heimat. 5 Schlüssel, eine Reise. Sie beginnt jetzt. Hallo Ben, komm rein. Aber sei vorsichtig. Überall stehen Farbtöpfe und abgedeckte Möbel. Es ist ein kreatives Chaos. Hallo Anna. Puh, hier sieht's ja wirklich aus wie auf einer Baustelle. Ich dachte, du wolltest nur eine Wand streichen. Das war der Plan. Aber dann dachte ich, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch alles neu machen. Aber jetzt sitze ich hier seit einer Stunde und starre nur die Wände an. Bist du müde? Sollen wir eine Pause machen, bevor wir anfangen? Es ist nicht die Müdigkeit. Es ist... ich weiß auch nicht. Ich habe mir das so schön vorgestellt. Neue Farben, ein paar neue Möbel, aber irgendwie fühlt es sich falsch an. Falsch? Wie meinst du das? Die Farbe, die du ausgesucht hast, ist doch schön. Ein warmes, sanftes Grün. Ja, die Farbe ist es nicht. Es ist das Gefühl. Ich dachte, wenn ich die Wohnung verändere, fühlt sie sich mehr wie mein Zuhause an. Aber im Moment fühlt es sich nur an, als würde ich Wände in einer fremden Wohnung streichen. Ah, jetzt verstehe ich langsam. Es geht dir gar nicht ums Renovieren, oder? Es geht um dieses Gefühl von Zuhause. Genau das ist es. In meiner Kindheit, im Haus meiner Eltern, war jeder Raum voller Leben und Erinnerungen. Hier fühlt es sich an, als wären es nur 4 Wände, die ich miete. Es ist eine Hülle, aber ohne Seele. Das ist ein tiefes Gefühl, Anna. Aber ist es nicht normal, wenn man an einem neuen Ort lebt? So eine Seele muss ja erst wachsen. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ich bin ungeduldig. Ich will dieses Gefühl von Ankommen erzwingen, aber es funktioniert nicht. Es fühlt sich künstlich an. Vielleicht gehst du es von der falschen Seite an. Was bedeutet denn Seele für dich in einem Raum? Sind es die Möbel, die Bilder an der Wand? Ja, auch. Schau mal, da drüben in der Kiste sind ein paar alte Bilderrahmen von meiner Oma und die kleine Lampe aus meinem Kinderzimmer. Wenn ich die ansehe, fühle ich etwas. Eine Verbindung. Und die neuen Sachen, wie du gekauft hast? Wie dieser moderne Sessel da in der Ecke? Der ist schön, oder? Ich habe ihn in einem schicken Möbelgeschäft gesehen und dachte, er passt perfekt. Aber er ist eben nur das.
Ein schöner, neuer Sessel. Er hat keine Geschichte. Er ist anonym. Das verstehe ich. Die alten Dinge verbinden dich mit deiner Vergangenheit, mit deiner alten Heimat. Aber du kannst ja nicht nur mit alten Dingen leben. Du baust dir ja hier eine neue Zukunft auf. Das ist der Konflikt in meinem Kopf. Ich will, dass es sich neu und nach mir anfühlt, aber ich bin eben auch meine Vergangenheit. Es ist, als würden zwei Welten aufeinanderprallen. Vielleicht geht es weniger um die Dinge, die man sieht, als um die anderen Sinne. Denk mal an das Haus deiner Eltern. Was riechst du, wenn du daran denkst? Oh, ich rieche den Apfelkuchen meiner Mutter am Sonntag und den Geruch von frischer Wäsche und das alte Holz der Dielen im Flur. Siehst du? Und was hörst du? Ich höre das leise Ticken der alten Standuhr im Wohnzimmer und das Lachen meiner Schwester. Du hast recht. Es sind nicht nur die Möbel. Es ist das ganze Erlebnis. Genau, ein Zuhause ist eine Sammlung von Sinneserinnerungen. Du kannst hier nicht den Apfelkuchen deiner Mutter riechen, aber du kannst deinen eigenen backen. Meinen eigenen backen? Das ist ein schöner Gedanke. Ich habe die ganze Zeit versucht, etwas nachzubauen, was es nicht mehr gibt. Oder mir ein perfektes neues Zuhause aus einem Katalog zu kaufen. Und beides funktioniert nicht, weil beides nicht wirklich du bist. Nicht hier und jetzt. Du hast so recht. Vielleicht ist das Geheimnis, die beiden Welten nicht als Konflikt zu sehen, sondern sie zu verbinden. Die Lampe aus meinem Kinderzimmer kann neben dem neuen Sessel stehen. Genau. Das ist doch eine wunderbare Metapher. Deine alte Heimat und deine neue Heimat. Direkt nebeneinander. Sie müssen nicht kämpfen. Sie können zusammen existieren. Und die Seele? Die kommt nicht aus dem Möbelgeschäft. Sie kommt durch das Leben, das hier Feste findet. Durch die Menschen, die hier ein- und ausgehen. Durch das Gespräche, das Lachen, vielleicht auch mal die Tränen. Exakt. Ein Zuhause wird nicht eingerichtet. Es wird gelebt. Ich glaube, ich habe jetzt einen neuen Plan. Wir streichen jetzt diese Wände und wenn wir fertig sind, kaufe ich nicht als erstes einen neuen Teppich. Sondern? Sondern ich lade dich und ein paar andere Freunde zum Essen ein. Ich werde etwas kochen, das mich an früher erinnert, und wir werden neue Erinnerungen schaffen. Genau hier, in diesen Räumen. Das ist die beste Idee, die du seit langem hattest. Das klingt nach einem perfekten Plan. Und jetzt gib mir eine Farbrolle. Füllen wir diese Hülle mit Leben, angefangen mit einem frischen Anstrich. Abgemacht. Danke, Ben. Manchmal brauche ich nur jemanden, der mir hilft, meine eigenen Gedanken zu sortieren. Dafür sind Freunde doch da. Und jetzt an die Arbeit. Wir haben viel geschafft und wir haben auch über viele interessante Dinge gesprochen. Sollen wir ein paar der schwierigeren Wörter und Ausdrücke von heute nochmal durchgehen? Ja, super Idee. Das hilft nicht nur mir, sondern vielleicht auch anderen, die zuhören. Womit fangen wir an? Fangen wir mit dem an, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Renovieren. Das bedeutet, eine Wohnung oder ein Haus zu erneuern und schöner zu machen. Also zum Beispiel Wände streichen oder einen neuen Boden legen. Genau. Und am Anfang sah meine Wohnung aus wie eine Baustelle. Das ist eigentlich ein Ort, wo ein neues Haus gebaut wird. Aber man benutzt das Wort auch, wenn irgendwo großes Chaos herrscht und viel Arbeit zu tun ist. Stimmt. Und du hattest dieses komische Gefühl. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Es beschreibt, was man innerlich spürt. Also Freude, Trauer oder eben Unsicherheit. Ja, und alles hat sich für mich falsch angefühlt. Das ist ein guter Ausdruck, wenn etwas nicht in Ordnung oder nicht stimmig für einen ist. Du hast sogar gesagt, die Wohnung ist wie eine Hülle ohne Seele. Das ist ein sehr schöner, aber auch trauriger Ausdruck. Eine Hülle ist etwas Äußeres, wie eine leere Schale. Und wenn die Seele fehlt,
bedeutet das, es gibt kein Leben, keine Wärme, keine Persönlichkeit darin. Und ich habe versucht, dieses Heimatgefühl zu erzwingen. Das ist ein starkes Verb. Es bedeutet etwas mit Gewalt oder Druck zu erreichen zu wollen, obwohl es nicht von allein kommt. Genau. Aber die Lösung war, eine Verbindung zu schaffen. Also eine Art Brücke zu bauen zwischen deinen alten Sachen aus deiner Vergangenheit und den neuen Dingen hier. Richtig. Eine Verbindung zu meiner Vergangenheit. Das ist die Zeit, die schon vorbei ist, also zum Beispiel meine Kindheit und mein früheres Leben. Und wir haben über die Sinne gesprochen, also hören, sehen, riechen, schmecken und fühlen. Alles, womit wir unsere Umwelt wahrnehmen. Und durch diese Sinne entstehen Erinnerungen. Das sind die Bilder und Gefühle in unserem Kopf an Dinge, die früher passiert sind. Du hast gesagt, ich soll neue Erinnerungen schaffen. Exakt. Anstatt etwas Altes nachzubauen. Das bedeutet, etwas noch einmal genauso zu bauen oder zu machen, wie es schon einmal existiert hat. Und am Ende hast du mir geholfen, meine Gedanken zu sortieren. Das ist eine tolle Redewendung, oder? Ja, die benutzt man sehr oft. Es bedeutet einfach, Klarheit im Kopf zu schaffen, wenn man verwirrt ist. Puh, das waren wirklich einige tiefe Wörter heute. Aber jetzt verstehe ich alles viel besser. So lernt man eine Sprache am besten, wenn man über das echte Leben spricht. Das war ein wunderschöner Abend. Danke, dass du mir beim Aufräumen hilfst, Ben. Ich bin müde, aber sehr, sehr glücklich. Na klar helfe ich. Das war wirklich eine gelungene Einweihungsparty für deine neue Wohnung. Alle hatten so viel Spaß. Ja, oder? Es hat sich so vertraut und warm angefühlt. Als ob wir uns alle schon ewig kennen würden. Es war, als wäre meine Wohnung endlich mit dem richtigen Gefühl gefüllt worden. Das ist mir auch aufgefallen. Die Gespräche waren so tief und ehrlich. Es ist schön, einen Freundeskreis zu haben, in dem man einfach so sein kann, wie man ist. Absolut. Das ist für mich im Moment das Wichtigste hier. Apropos Freundeskreis. Wie war eigentlich dein Wochenende? Du wolltest dich doch mit deinen alten Schulfreunden treffen, oder? Ja, genau. Ich war am Samstag in meiner alten Heimatstadt. Wir haben uns in unserer früheren Stammkneipe getroffen. Oh, wie schön. War es toll, alle wiederzusehen? Ach, weißt du, es war schön, aber auch irgendwie seltsam. Ich habe mich die ganze Zeit ein bisschen wie ein Besucher gefühlt, nicht wie jemand, der dazugehört. Ehrlich? Aber das sind doch deine ältesten Freunde. Ihr habt eure ganze Kindheit zusammen verbracht. Genau das ist der Punkt. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, aber kaum noch eine gemeinsame Gegenwart. Was meinst du damit, keine gemeinsame Gegenwart? Die Gespräche drehten sich fast nur um früher. Weißt du noch damals in der 10. Klasse oder erinnerst du dich an den Sommerurlaub vor 15 Jahren? Es war wie eine Reise in ein Museum unserer eigenen Jugend. Aber das ist doch auch schön, in Erinnerungen zu schwelgen, oder nicht? Ja, für eine Stunde vielleicht. Aber wir haben kaum darüber gesprochen, was uns heute bewegt. Unsere Jobs, unsere Sorgen, unsere Träume für die Zukunft. Es war, als wäre die Person, die ich heute bin, für das Gespräch gar nicht so wichtig. Ich glaube, ich verstehe. Die Verbindung basiert auf der Person, die du früher einmal warst. Genau das meine ich. Es war herzlich, aber oberflächlich. Als ich Ihnen von meinen beruflichen Herausforderungen erzählen wollte, haben Sie schnell das Thema gewechselt. Es passte nicht in die nostalgische Stimmung. Das ist schade.
Es ist, als hätten sie dich auf eine alte Version von dir festgelegt. Ja. Und dann musste ich an unseren Abend heute denken. Hier reden wir über alles. Über meine Zweifel, über deine Suche nach dem Heimatgefühl, über unsere Pläne. Unsere Freundschaft ist lebendig. Sie wächst und verändert sich mit uns. Unsere Freundschaft lebt im Hier und Jetzt. Die Verbindung zu deinen alten Freunden lebt hauptsächlich in der Vergangenheit. Perfekt ausgedrückt. Ich habe mich unter meinen ältesten Freunden fremder gefühlt als gestern Abend hier bei dir in der Wohnung. Umgeben von Menschen, die ich erst seit ein paar Jahren kenne. Verrückt, oder? Vielleicht ist das gar nicht so verrückt. Vielleicht ist das ein ganz wichtiger Teil von dem, was Heimat ausmacht. Wie meinst du das? Ich dachte immer, Heimat ist der Ort, an dem deine Wurzeln sind. Meine Wurzeln sind definitiv in meiner Heimatstadt. Ja, die Wurzeln sind dort. Aber eine Pflanze braucht nicht nur Wurzeln. Sie braucht auch Äste, Blätter und Sonnenlicht, um zu wachsen. Und das ist die Gegenwart. Das sind die Menschen, die dich heute sehen und verstehen. Das ist ein wunderschönes Bild. Meine Wurzeln sind dort, aber ich wachse hier. Genau. Und vielleicht ist Heimat gar nicht nur ein Ort, aus dem man kommt, sondern vielmehr ein Kreis von Menschen, bei denen man ganz man selbst sein kann. Jetzt, in diesem Moment. Also, ist Heimat für dich nicht nur ein geografischer Ort, sondern ein emotionaler Raum? Ein Raum, den Freunde schaffen? Ich glaube schon. Meine Wohnung hat sich gestern erst dann wie ein Zuhause angefühlt, als ihr alle da wart, als hier gelacht und diskutiert wurde. Ihr habt die Seele mitgebracht, die ich gesucht habe. Dann ist die Antwort auf meine Frage, warum ich mich dort fremd gefühlt habe, ganz einfach. Meine Heimat ist nicht mehr nur dieser eine Ort, sie hat sich erweitert. Sie ist jetzt auch hier, bei dir, bei unseren Freunden. Und das ist doch eigentlich ein wunderschöner Gedanke, oder? Man verliert keine Heimat, man gewinnt eine neue dazu. Ja, das ist es. Danke für dieses Gespräch, Anna. Jetzt sehe ich das Treffen vom Wochenende mit ganz anderen Augen. Es war keine Enttäuschung, es war eine Erkenntnis. Siehst du? Und so langsam fügen sich die Puzzleteile zusammen. Heimat ist ein Ort und Heimat sind die Menschen. Ich bin gespannt, was das nächste Puzzleteil sein wird. Das war wieder ein sehr tiefes Gespräch, Ben. Ich habe das Gefühl, wir lernen bei jeder Unterhaltung etwas Neues. Nicht nur über das Thema, sondern auch über die Sprache. Das finde ich auch. Lass uns mal ein paar der Begriffe von gerade eben festhalten. Zum Beispiel die Feier bei dir. Es war nicht nur eine normale Party, sondern eine Einweihungsparty. Das ist eine Feier, die man macht, wenn man in eine neue Wohnung eingezogen ist, um sie sozusagen einzuweihen. Und die Atmosphäre war so schön vertraut. Das ist ein tolles Wort. Es beschreibt ein Gefühl von Nähe und Sicherheit, als ob man sich schon sehr lange und sehr gut kennt. Genau. Das Gegenteil davon habe ich bei meinen alten Freunden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, nicht richtig dazuzugehören. Das ist ein wichtiges Verb. Es bedeutet, sich als Teil einer Gruppe zu fühlen. Und der Grund dafür war, dass ihr kaum eine gemeinsame Gegenwart hattet. Ein sehr interessanter Ausdruck. Es bedeutet, dass man im Hier und Jetzt nur wenige gemeinsame Themen, Erlebnisse oder Interessen teilt. Richtig. Stattdessen haben wir nur in Erinnerungen geschwelgt. Das ist eine schöne Redewendung. Es bedeutet, dass man sich genüsslich und oft mit einem Lächeln an schöne Momente aus der Vergangenheit erinnert.
Aber weil ihr nur das gemacht habt, blieben die Gespräche eher oberflächlich. Das ist ein Adjektiv, das man oft für Gespräche benutzt. Es bedeutet, dass sie nicht tief gehen und man nicht über wichtige, persönliche Dinge spricht. Genau. Wir haben uns in unserer alten Stammkneipe getroffen. Das ist auch ein sehr typisch deutsches Wort. Das ist die Bar oder das Restaurant, wo man sich regelmäßig und immer wieder trifft. Es ist wie ein zweites Wohnzimmer. Und du hast dieses schöne Bild von den Wurzeln benutzt. In diesem Zusammenhang sind damit nicht die Wurzeln eines Baumes gemeint, sondern der Ort der eigenen Herkunft, die Familie und die Kindheit. Stimmt. Und am Ende des Gespräches hattest du keine Enttäuschung, sondern eine Erkenntnis. Das ist ein sehr positives Wort. Es ist der Moment, in dem man etwas Wichtiges plötzlich versteht oder begreift. Und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass sich für dich die Puzzleteile zusammenfügen. Das ist meine Lieblingsredewendung von heute. Sie bedeutet, dass verschiedene Informationen oder Gefühle plötzlich einen Sinn ergeben und man das große Ganze versteht. Genau so war es. Jedes Gespräch mit dir ist wie ein neues Puzzleteil, das hilft, das große Bild von Heimat zu verstehen. Das hast du schön gesagt. Ich freue mich schon auf das nächste Teil. Hallo Anna, was riecht hier denn so unglaublich gut? Das zieht ja durch das ganze Treppenhaus. Hallo Ben. Komm schnell rein und schließ die Tür, sonst verfliegt der ganze Duft. Ich habe etwas ausprobiert. Rate mal, was es ist? Puh, das ist schwer. Es riecht süß nach Zimt und vielleicht Äpfeln, aber irgendwie auch anders. Es riecht nach Geborgenheit. Geborgenheit ist die beste Beschreibung. Es ist ein Versuch, den Apfelkuchen meiner Großmutter zu backen. Das Rezept ist ein altes Familiengeheimnis. Wow, darf ich ein Stück probieren? Es sieht fantastisch aus. Natürlich, dafür ist er ja da. Hier, nimm dir ein großes Stück. Aber sei ehrlich, schmeckt er gut? Ich bin absolut ehrlich. Warum bist du so skeptisch? Weil er für mich nicht perfekt ist. Er ist gut, ja, aber er schmeckt nicht richtig. Er schmeckt nicht nach Heimat. Ah, ich verstehe. Du vergleichst ihn nicht mit einem normalen Kuchen, sondern mit einer Erinnerung. Das ist ein unfairer Wettbewerb. Genau das ist es. Ich schließe die Augen, wenn ich esse, und ich erwarte den Geschmack meiner Kindheit. Den Geschmack von Omas Küche an einem Sonntagnachmittag. Aber er kommt nicht. Liegt es am Rezept? Hast du etwas anders gemacht? Nein, ich habe mich genau an das Rezept gehalten. Es sind die Zutaten. Die Äpfel hier sind anders. Sie sind lecker, aber sie haben nicht diese leicht säuerliche Note wie die Äpfel aus Omas Garten. Das Mehl hat eine andere Textur. Sogar die Butter schmeckt anders. Das ist faszinierend. So kleine Unterschiede in den Zutaten verändern das ganze Gefühl. Ja, und das hat mich heute zum Nachdenken gebracht. Wie sehr Heimat doch ein Geschmack ist. Ein Geruch. Etwas, das man nicht sehen oder erklären kann, sondern nur fühlen kann. Das stimmt absolut. Wenn ich an meine Kindheit denke, rieche ich sofort das frisch gemähte Gras im Sommer und schmecke die gegrillten Würstchen vom Vereinsfest. Siehst du, und genau diese sinnlichen Anker fehlen mir hier manchmal. Ich versuche, meine Traditionen hierher zu bringen,
aber es fühlt sich an wie eine Kopie, nicht wie das Original. Aber ist eine Kopie denn etwas Schlechtes? Oder ist es vielleicht eine neue Interpretation? Eine neue Interpretation. Das ist eine interessante Sichtweise. Ich hab's immer als einen Verlust empfunden. Ich verstehe das, aber denk mal an Weihnachten. Du feierst es hier ja auch nicht mehr genau wie zu Hause, oder? Nein, natürlich nicht. Viele meiner Freunde hier haben ganz andere Weihnachtsbräuche. Wir haben letztes Jahr eine Art Mischung gemacht. Ein bisschen von meiner Tradition, ein bisschen von deiner, ein bisschen von der von Maria. Und wie hat sich das angefühlt? Wie eine schlechte Kopie? Nein, es hat sich neu angefühlt. Und besonders. Es war unsere Tradition, nicht die meiner Eltern oder deiner Eltern, sondern unsere eigene. Genau das meine ich. Vielleicht geht es bei der Heimat in der Fremde gar nicht darum, die Vergangenheit perfekt zu konservieren. Das ist unmöglich. Sondern Darum, eine Brücke zu bauen. Du nimmst die Essenz deiner alten Heimat, das Rezept deiner Großmutter und füllst sie mit den Zutaten deiner neuen Heimat, den deutschen Äpfeln, der deutschen Butter. Und das Ergebnis ist dann nicht mehr Omas Apfelkuchen. Es ist mein Apfelkuchen. Ein deutsch-internationaler Freundschaftskuchen. Ein sehr guter Name. Es ist etwas Neues, das nur existieren kann, weil du hier bist. Es ist ein Symbol für deine Reise. Das ist ein wunderschöner Gedanke. Ich habe mich die ganze Zeit darauf konzentriert, was fehlt, aber ich habe nicht gesehen, was Neues dadurch entsteht. Eben. Du verlierst keine Heimat, du erweiterst sie. Um neue Geschmäcker, neue Gerüche und neue Traditionen. Dann ist mein Kuchen also doch perfekt. Nicht, weil er wie früher schmeckt, sondern weil er genau so schmeckt, wie er hier und jetzt schmecken muss. Mit den Menschen, die hier und jetzt mit mir am Tisch sitzen. Genau so ist es. Und darf ich jetzt bitte noch ein Stück von diesem perfekten Symbol deiner neuen Heimat haben? Na klar, nimm dir so viel du willst. Wir müssen ihn ja aufessen, bevor wir unsere nächste ganz eigene Tradition beginnen. Dein Apfelkuchen war wirklich eine Offenbarung, Anna. Nicht nur geschmacklich, sondern auch für unser Gespräch über Heimat. Ja, ich sehe den Kuchen jetzt auch mit ganz anderen Augen. Lass uns mal die wichtigsten Begriffe von heute sammeln. Alles fing mit dem Geruch in meiner Wohnung an. Du hast ihn als Geborgenheit beschrieben. Stimmt. Geborgenheit ist ein sehr schönes, tiefes deutsches Wort. Es beschreibt das Gefühl von absoluter Sicherheit, Wärme und Schutz, wie in den Armen eines geliebten Menschen. Und mein Kuchenrezept ist ein altes Familiengeheimnis. Das ist ein schöner Ausdruck für ein Rezept oder eine Information, die nur innerhalb der Familie weitergegeben wird und nicht für Außenstehende bestimmt ist. Du warst aber erst skeptisch, als ich den Kuchen gelobt habe. Das Adjektiv bedeutet, dass man zweifelt und etwas nicht sofort glaubt. Ja, weil ich ihn mit meiner Erinnerung verglichen habe. Und in meiner Erinnerung hatte er eine ganz bestimmte Note, also einen ganz leichten, feinen Beigeschmack. Im Kuchen war das die Zimtnote. Wir haben auch über die Zutaten gesprochen, also die einzelnen Lebensmittel, die man zum Kochen oder Backen braucht. Und dass die hier anders schmecken. Genau. Und das hat mich zum Nachdenken über sinnliche Anker gebracht. Das ist kein feststehender Begriff, aber eine schöne Beschreibung für Gerüche, Geschmäcker oder Geräusche, die uns sofort mit einem Gefühl oder einer Erinnerung an unsere Heimat verbinden. Du hattest das Gefühl, deine Traditionen hier sind nur eine Kopie und nicht das Original. Das ist ein wichtiger Unterschied. Das Original ist das erste echte Exemplar und eine Kopie ist eine Nachmache. Aber du hast es eine neue Interpretation genannt. Das ist eine viel positivere Sichtweise. Es bedeutet, dass man etwas Bestehendes auf eine neue, eigene Art und Weise versteht und darstellt. Genau. Es geht darum, die Vergangenheit nicht krampfhaft zu konservieren, also zu versuchen, sie unverändert zu erhalten,
sondern darum, die Essenz von etwas zu nehmen. Die Essenz ist der wichtigste Kern, die grundlegende Idee von etwas, ohne all die kleinen Details. Und so hast du etwas Neues geschaffen. Dein Kuchen war ein Symbol für deine Reise. Ein Symbol ist ein Zeichen oder ein Objekt, das für eine tiefere Idee oder ein Gefühl steht. Ein Symbol, das zeigt, wie man seine Heimat erweitert. Das ist das wichtigste Verb heute. Es bedeutet, etwas größer zu machen, etwas hinzuzufügen. Ich verliere nichts, sondern bekomme mehr dazu. Perfekt zusammengefasst. Und jetzt hätte ich wirklich gerne das Rezept für diesen symbolträchtigen Kuchen. Das ist und bleibt ein Familiengeheimnis. Was für ein herrlicher Tag. Es ist so schön, einfach nur hier im Park auf der Bank zu sitzen und die Sonne zu genießen. Manchmal sind das die besten Momente. Findest du nicht auch? Absolut. Kein Plan, kein Stress, einfach nur sein. Es ist fast ein bisschen wie Urlaub mitten in der Stadt. Was liest du da eigentlich so konzentriert auf deinem Handy? Ach, nur ein paar Nachrichten. Aber gerade bin ich über einen Artikel gestolpert, der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Er ist von einem Online-Magazin, das Geschichten von Auswanderern sammelt. Oh, das klingt interessant. Worum ging es in dem Artikel? Es war die Geschichte eines Mannes, der vor fast 30 Jahren aus seiner kleinen deutschen Heimatstadt nach Kanada ausgewandert ist. Er hat dort eine Familie gegründet, eine erfolgreiche Firma aufgebaut. Er ist kanadischer Staatsbürger. Ein rundum gelungenes Leben, so schien es. Das klingt doch nach einem Happy End. Was daran hat dich nachdenklich gemacht? Der zweite Teil der Geschichte. Letztes Jahr ist er zum ersten Mal seit Ewigkeiten in seine alte Heimatstadt zurückgekehrt, zu einem Klassentreffen. Und er hat geschrieben, es war eine der seltsamsten und traurigsten Erfahrungen seines Lebens. Traurig? Warum denn das? Ich stelle mir so eine Rückkehr eigentlich immer sehr emotional und schön vor. Man trifft alte Freunde, geht durch die Straßen seiner Kindheit. Genau das dachte er auch. Aber er schrieb, dass er sich wie ein Fremder gefühlt hat. Völlig fremd. Er hat die Straßen wiedererkannt, aber die Geschäfte waren alle neu. Er hat ein paar alte Gesichter gesehen, aber er konnte sie nicht mehr zuordnen. Und das Schlimmste war, er hat den lokalen Dialekt kaum noch verstanden. Wow, das ist krass. Nach 30 Jahren vergisst man so etwas? Anscheinend ja. Er sagte, sein Gehirn ist so auf Englisch und das kanadische Leben eingestellt, dass er sich wie ein Tourist im eigenen Leben gefühlt hat. Er hatte kein Gefühl der Zugehörigkeit mehr. Er hat seine Heimat verloren. Er hat seine Heimat verloren. Das ist ein so starker und endgültiger Satz. Das klingt furchtbar. Es ist, als hätte man ihm ein Stück seiner Identität genommen. Ja, das hat mich auch so berührt. Stell dir das mal vor. Du hast diesen Ort in deinem Herzen, diese idealisierte Vorstellung von Heimat. Und wenn du zurückkommst, merkst du, dass dieser Ort nur noch in deiner Erinnerung existiert. Die Realität ist eine andere. Das bringt mich auf einen Gedanken. Vielleicht hat nicht nur er sich verändert, sondern die Stadt selbst hat sich auch verändert. Das ist ja ein normaler Prozess. Läden schließen, neue machen auf, alte Häuser werden abgerissen, neue gebaut. Vielleicht sucht er nach etwas, das es objektiv gar nicht mehr gibt. Das stimmt. Er sucht nach der Stadt seiner Jugend, nicht nach der Stadt von heute. Aber es geht ja tiefer. Es geht um dieses Gefühl. Kennst du das Wort Heimweh? Natürlich. Das Gefühl, wenn man seine Heimat, seine Familie und Freunde vermisst. Besonders am Anfang, wenn man neu in einem fremden Land ist. Das hatte ich in den ersten Monaten hier auch ganz stark. Ich auch. Aber was dieser Mann beschreibt, ist etwas anderes. Es ist nicht das Vermissen eines Ortes, an dem man zurückkehren kann. Es ist die Erkenntnis, dass dieser Ort für einen selbst nicht mehr existiert. Es ist wie eine Art Phantomschmerz. Man spürt etwas, das nicht mehr da ist. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Phantomschmerz für eine verlorene Heimat. Aber ist das unvermeidlich? Passiert das jedem, der lange weg ist? Verlieren wir auch gerade Stück für Stück unsere alte Heimat, ohne es zu merken? Das ist die Frage, die mich seitdem beschäftigt. Wir leben jetzt seit einigen Jahren hier. Wir passen uns an. Wir verändern uns. Ist das ein Nullsummenspiel? Gewinnen wir hier eine neue Heimat und verlieren dafür die alte? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, man kann sie beide behalten. Aber die Geschichte von dem Mann macht einem schon Angst.
Es ist, als wäre er zwischen zwei Welten gefallen und gehört nirgendwo mehr richtig hin. Genau. Er ist zu kanadisch für Deutschland und im Herzen vielleicht immer noch zu deutsch für Kanada. Eine gespaltene Identität. Aber hast du denn schon mal so etwas bei dir bemerkt? Wenn du nach Hause fährst, um deine Familie zu besuchen? Fühlst du dich da manchmal schon ein bisschen anders als früher? Ich habe noch nie so bewusst darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du es sagst, ja. Es sind nur Kleinigkeiten, aber vielleicht sind es genau diese Kleinigkeiten, die den Anfang vom Ende bedeuten. Erzähl mal, welche Kleinigkeiten meinst du? Das interessiert mich wirklich brennend. Also, ein Beispiel war bei meinem letzten Besuch vor ein paar Monaten. Ich habe mit meiner Mutter telefoniert, bevor ich gefahren bin. Und sie sagte am Telefon einen Satz, eine Art altes Sprichwort aus unserer Region. Und für einen winzigen Moment wusste ich nicht, was sie meinte. Ich musste eine Sekunde überlegen. Nur eine Sekunde? Das ist ja nicht viel. Nein, aber es war der Schock in dieser Sekunde. Früher wäre die Bedeutung sofort da gewesen, ohne nachzudenken. Es war ein Teil von mir. Und plötzlich war da diese winzige Distanz. Es war, als hätte ich kurz in ein Wörterbuch in meinem eigenen Kopf schauen müssen. Das kann ich mir vorstellen. Es ist wie ein kleiner Riss in der Matrix. Ein Beweis dafür, dass dein Gehirn sich an eine neue Sprache, eine neue Art zu denken gewöhnt hat. Genau. Und es war mir so unangenehm. Ich habe natürlich so getan, als wäre nichts, aber es hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Verliere ich meine eigene Muttersprache? Die feinen Nuancen, die Insiderwitze, die Redewendungen. Ich glaube nicht, dass du sie verlierst. Aber vielleicht rücken sie ein bisschen in den Hintergrund, weil du sie hier im Alltag nicht brauchst. Dein Gehirn ist ja effizient. Es schiebt die Dinge nach vorne, die du täglich benutzt. Und das ist im Moment eben Deutsch. Das stimmt wohl. Aber es fühlt sich trotzdem wie ein Verlust an. Und mir ist noch etwas aufgefallen. Die Art, wie ich kommuniziere. Ich bin hier in Deutschland viel direkter geworden. Man sagt, was man meint, ohne viele Umschweife. Ja, das ist sehr typisch deutsch. Effiziente und klare Kommunikation. In meiner Heimatkultur ist das anders. Man ist viel indirekter. Man verpackt Kritik in höfliche Floskeln. Man liest mehr zwischen den Zeilen. Und als ich zu Hause war, habe ich aus Versehen mit meiner Tante so direkt gesprochen wie hier mit meinen Kollegen. Oh nein! Wie hat sie reagiert? Sie war total vor den Kopf gestoßen. Sie dachte, ich wäre unhöflich und arrogant geworden. Ich musste mich entschuldigen und erklären, dass ich das nicht so gemeint habe. In dem Moment habe ich gemerkt, ich muss zwischen zwei kulturellen Betriebssystemen hin und her schalten. Und manchmal vergesse ich, welches gerade aktiv ist. Das kenne ich so gut. Mir ist genau das Gleiche mit der Sprache passiert. Ich habe letztens mit meinem Vater in meiner Muttersprache telefoniert und habe mitten im Satz das deutsche Wort halt benutzt. Einfach so, ohne nachzudenken. Das ist ja witzig. Und was hat er gesagt? Er war ganz verwirrt und meinte, was heißt halt? Sprichst du jetzt Deutsch mit mir? Es war mir so peinlich. Dieses kleine Füllwort ist so tief in meinem deutschen Sprachgebrauch verankert, dass es automatisch herauskommt. Das beweist es doch. Wir verändern uns. Unsere Sprache, unsere Gewohnheiten, unsere Art zu denken. Wir nehmen deutsche Eigenheiten an. Die Frage ist nur, ersetzen diese neuen Eigenheiten die alten oder ergänzen sie nur? Das ist die Kernfrage. Ich habe auch gemerkt, dass ich die deutsche Pünktlichkeit total verinnerlicht habe. Wenn ich mich zu Hause mit Freunden verabrede und die kommen 20 Minuten zu spät, werde ich innerlich richtig ungeduldig. Früher war ich selbst so. Oh ja, das kenne ich auch. Oder die Planungsliebe. Ich habe versucht, ein Wochenende mit meiner Familie zu planen und habe eine Excel-Tabelle mit einem Zeitplan gemacht. Die haben mich angesehen, als wäre ich Alien. Eine Excel-Tabelle. Das ist wirklich der ultimative Beweis. Du bist deutscher geworden, als du denkst, Anna. Es ist wirklich so. Aber weißt du, was das Verrückteste ist? Es gibt auch den umgekehrten Effekt. Was meinst du? Wenn ich zu Hause bin, vermisse ich nach ein paar Tagen plötzlich Dinge von hier. Ich vermisse das gute, dunkle Brot. Ich vermisse die Tatsache, dass am Sonntag wirklich alle Geschäfte zu haben und man gezwungen ist, sich auszuruhen. Ich vermisse sogar den Pfandsystem, weil es so effizient ist. Das ist der Punkt.
Das ist der Beweis, dass hier etwas Neues wächst. Es ist nicht nur ein Verlust von etwas Altem, sondern auch ein Gewinn von etwas Neuem, das einem wichtig wird. Also sind wir dazu verdammt, für immer dazwischen zu stehen? Ein bisschen heimatlos an beiden Orten. Vielleicht, oder vielleicht ist genau dieser Zwischenraum unsere neue Heimat. Der Zwischenraum ist unsere neue Heimat. Das klingt so philosophisch. Aber was bedeutet das im echten Leben? Es fühlt sich ja nicht immer gut an. Es fühlt sich oft an, als würde man auf keinem der beiden Boote richtig sicher stehen. Das stimmt. Es ist ein Gefühl der ständigen Unruhe. Aber lass uns die Frage von vorhin nochmal aufgreifen. Kann man seine Heimat wirklich verlieren? Das Wort verlieren klingt so passiv, als ob einem etwas weggenommen wird. Ja, als wäre man ein Opfer der Umstände. Aber das sind wir ja nicht. Wir haben uns ja aktiv entschieden, hierher zu kommen und hier zu leben. Genau. Und vielleicht ist verlieren das falsche Verb. Vielleicht ist es eher ein Umwandeln oder Transformieren. Unsere Identität ist ja nichts Festes, nichts, was in Stein gemeißelt ist. Sie ist flüssig. Sie entwickelt sich ständig weiter. Also ist meine Identität von vor 5 Jahren nicht dieselbe wie heute. Und die von heute wird nicht dieselbe sein wie in 5 Jahren. Exakt. Und diese Entwicklung wird durch unsere Erfahrungen geprägt. Und unsere wichtigste Erfahrung der letzten Jahre ist eben das Leben in Deutschland. Es ist logisch, dass diese Erfahrung uns stark verändert. Also ist es kein Verlust, sondern eine Entwicklung, eine Erweiterung. Ich verliere nicht meine alte Identität, ich füge eine neue Schicht hinzu. Wie die Jahresringe eines Baumes. Was für ein wunderschönes Bild. Die Jahresringe eines Baumes. Jeder Ring ist ein Lebensjahr, eine Erfahrung. Und die äußeren Ringe, die deutschen Ringe, sind jetzt die neuesten und stärksten. Aber die inneren Ringe, die aus deiner Kindheit, sind immer noch da. Sie sind der Kern. Und dieser Kern kann einem nicht genommen werden. Er ist die Basis von allem. Der Mann aus dem Artikel, vielleicht hat er das nur noch nicht erkannt. Er hat nur den äußeren, fremden Ring seiner Heimatstadt gesehen und gedacht, der Kern sei auch weg. Vielleicht. Oder vielleicht ist sein Kern inzwischen einfach woanders. Vielleicht sind die 30 Jahre in Kanada zu seinem neuen, stärkeren Kern geworden und seine deutsche Vergangenheit ist nur noch ein dümmer innerer Ring. Dann hätte er seine Heimat nicht verloren, sondern einfach nur gewechselt. Und die alte Heimat ist zu einer schönen, aber fernen Erinnerung geworden. Wie ein Fotoalbum aus der Kindheit. Man schaut es gerne an, aber man lebt nicht mehr darin. Das klingt viel weniger traurig. Es klingt nach einer bewussten Lebensentscheidung. Es bedeutet, man kann sich seine Heimat selbst aussuchen. Und vielleicht kann man sogar mehrere Heimaten haben. Eine Heimat der Kindheit, eine Heimat der Freundschaften, eine Heimat der Liebe und eine Heimat, die man sich selbst durch Arbeit und Alltag an einem neuen Ort aufbaut. Also ist Heimat kein exklusiver Club, in dem nur eine Mitgliedschaft erlaubt ist? Ich glaube nicht mehr daran. Vielleicht ist Heimat eher wie ein Netzwerk. Ein Netzwerk aus Orten, Menschen, Gerüchen und Gefühlen, die uns Sicherheit und Zugehörigkeit geben. Und dieses Netzwerk können wir unser ganzes Leben lang erweitern. Das würde auch erklären, warum wir uns manchmal an beiden Orten ein bisschen fremd fühlen. Weil keiner dieser Orte mehr das gesamte Netzwerk abbildet. Ein Teil unseres Netzwerks ist immer woanders. Genau. Der Schmerz, den man fühlt, ist nicht der Verlust von Heimat. Es ist die Sehnsucht nach der Vollständigkeit des eigenen Netzwerks. Du bist heute so philosophisch, Anna. Aber ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist die beste Erklärung, die ich je gehört habe. Es nimmt mir die Angst, etwas zu verlieren. Mir auch. Es ist kein Verlust. Es ist ein Wachstum. Wir werden nicht weniger. Wir werden mehr. Komplexer vielleicht. Aber auch reicher an Erfahrungen. Reicher an Erfahrungen. Das ist das perfekte Schlusswort. Schau dich um, Anna. Wir sitzen hier in unserem Park, in unserer Stadt. Und es fühlt sich gerade ziemlich richtig an. Ziemlich heimatlich. Ja, das tut es. Absolut. Ben, das war vielleicht das philosophischste Gespräch, das wir je hatten. Wir sollten unbedingt die Schlüsselbegriffe festhalten, bevor wir sie wieder vergessen.
Unbedingt. Es fing ja alles mit dem Artikel an, den du gelesen hast, über den Mann, der in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist. Das ist ein wichtiges Verb. Es bedeutet, an einen Ort zurückzukommen, an dem man früher schon einmal war. Und er hat sich dort völlig fremd gefühlt. Das ist ein starkes Gefühl. Es bedeutet, sich an einem Ort oder unter Menschen nicht zugehörig, nicht bekannt und nicht wohl zu fühlen. Der Grund dafür war, dass er seine Zugehörigkeit verloren hatte. Das ist das Nomen zu dazugehören. Es ist das Gefühl, ein anerkannter Teil einer Gruppe oder eines Ortes zu sein. Und das alles hat uns zu dem Wort Heimweh geführt. Das ist dieses sehr deutsche, nostalgische Gefühl. Es ist der Schmerz, den man empfindet, wenn man seine Heimat und die Menschen dort stark vermisst. Du hast es sogar mit einem Phantomschmerz verglichen. Das ist ein sehr bildlicher Ausdruck. Eigentlich ist das ein medizinischer Begriff für einen Schmerz in einem Körperteil, das nicht mehr da ist. Du hast es benutzt, um das Gefühl zu beschreiben, eine Heimat zu vermissen, die in der Realität nicht mehr so existiert. Genau. Und wir haben uns gefragt, ob das ein Nullsummenspiel ist. Das ist ein Begriff aus der Mathematik. Es bedeutet, dass der Gewinn des einen zwangsläufig der Verlust des anderen ist. Also gewinne ich hier eine Heimat, verliere ich dort eine? Und wir haben gemerkt, dass wir uns verändern. Wir haben unsere Muttersprache, also die erste Sprache, die wir als Kind gelernt haben, mit deutschen Wörtern gemischt. Ja, ich habe sogar die deutschen Kommunikationsregeln übernommen und war aus Versehen direkt zu meiner Tante, anstatt indirekt zu sein. Also habe ich offen gesagt, was ich denke, anstatt es höflich zu verpacken. Und ich habe mich über die Unpünktlichkeit meiner Freunde geärgert, weil ich die deutsche Pünktlichkeit so sehr verinnerlicht habe. Das ist ein super Verb. Es bedeutet, dass man eine Regel oder eine Eigenschaft so sehr zu einem Teil von sich selbst gemacht hat, dass man nicht mehr darüber nachdenkt. Aber das Wichtigste war die Erkenntnis am Ende. Unsere Identität ist nichts Festes, sondern sie wandelt sich um. Das bedeutet, sie verändert ihre Form, sie transformiert sich. Genau. Wir fügen unserer Identität immer neue Schichten hinzu, wie die Jahresringe eines Baumes. Das war dein schönes Bild für die verschiedenen Lebenserfahrungen, die uns prägen. Und deshalb ist Heimat vielleicht kein exklusiver Ort, sondern ein Netzwerk. Also eine Struktur aus vielen verbundenen Punkten, Orten, Menschen und Gefühlen. Und wenn man an einem Ort ist, fühlt man die Sehnsucht nach den anderen Teilen des Netzwerks. Sehnsucht ist dieser starke, oft schmerzliche Wunsch, an einem anderen Ort oder bei einer anderen Person zu sein. Puh, das waren wirklich viele anspruchsvolle Wörter. Aber sie beschreiben genau das, was so viele von uns fühlen. Genau, und darüber sprechen zu können, ist der erste Schritt, um sich in diesem Gefühl selbst ein Zuhause zu schaffen. Schau mal, Anna. Die Sonne geht langsam unter. Wie der Himmel sich verfärbt von Orange zu diesem tiefen Lila. Es ist wirklich wunderschön hier in unserem Park. Ja, das ist es. Ich komme so gerne hierher. Es ist mein absoluter Lieblingsort in der ganzen Stadt. Weißt du, ich glaube, jeder Mensch braucht so einen Ort. Einen Ort, der sich einfach richtig anfühlt. Ohne dass man genau erklären kann, warum. Ich weiß genau, was du meinst. Für mich ist es dieser kleine Steg am Flussufer, wo ich manchmal sitze und einfach nur aufs Wasser schaue. Das sind die Orte, an denen man sich selbst ein bisschen näher kommt, oder? Genau. Und ich musste gerade an unsere ganzen Gespräche der letzten Wochen denken. Über meine Wohnung, über unsere Freundschaften, den Geschmack von Heimat und dieses tiefe Gefühl, manchmal zwischen den Welten zu stehen. Ja, es war wie eine kleine philosophische Reise. Eine Suche nach der Definition von Heimat. Und sind wir zu einem Ergebnis gekommen? Haben wir eine Antwort gefunden? Ich glaube schon. Aber es ist keine einfache Antwort, die man in ein Wörterbuch schreiben kann. Es ist eher ein Gefühl, das sich langsam entwickelt hat. Die wichtigste Erkenntnis für mich war, dass Heimat nichts Statisches ist. Nichts, das man besitzt oder verliert wie einen Gegenstand. Sondern?
sondern etwas, das man aktiv tut. Ein Verb, kein Substantiv. Heimat ist ein Prozess, ein ständiges Schaffen und Gestalten. Das gefällt mir. Heimat ist ein Verb. Das bedeutet, man kann nicht einfach passiv darauf warten, dass sich ein Heimatgefühl einstellt. Man muss etwas dafür tun. Exakt. Denk doch mal an meine Wohnung. Ich saß da und war frustriert, weil sie sich nicht wie ein Zuhause anfühlte. Erst als ich angefangen habe, die Wände zu streichen und vor allem, als ich euch eingeladen habe, hat sich etwas verändert. Ich habe aktiv gehandelt. Du hast den Raum mit Leben gefüllt, mit deinen Farben, deinen Erinnerungen und deinen Freunden. Du hast begonnen, diesen Ort zu deiner Heimat zu machen. Ja, und es ist dasselbe mit Freundschaften. Ich hätte darauf warten können, dass meine alten Freunde sich mehr für mein jetziges Leben interessieren. Aber das wäre passiv gewesen. Stattdessen habe ich meine Energie in die Freundschaften hier investiert, in unsere Gespräche, in die gemeinsamen Erlebnisse. Ich habe aktiv an meinem sozialen Netzwerk gebaut. Das ist ein wichtiger Punkt. Man muss sich entscheiden, wo man seine Energie investiert. In die Nostalgie für die Vergangenheit oder in die Gestaltung der Gegenwart. Und diese Entscheidung zu treffen, ist manchmal schwer. Es fühlt sich an wie ein Vertrat an der eigenen Herkunft. Aber ich glaube, das ist es nicht. Es ist eher ein Bekenntnis zur eigenen Zukunft. Ein Bekenntnis zur Zukunft. Das heißt, du hast dich entschieden. Wofür entschieden? Naja, für hier, für dieses Leben. Du hast vor ein paar Wochen mal angedeutet, dass du manchmal überlegst, ob du vielleicht doch irgendwann zurückgehen solltest. Ach, dieser Gedanke. Ich glaube, der wird immer ein leiser Begleiter sein. Aber er ist nicht mehr so laut und fordernd wie früher. Er ist eher wie ein Echo aus einem anderen Leben. Und was hat sich geändert? Was hat das Echo leiser gemacht? Ich glaube, es war die Erkenntnis, dass ich hier nicht nur lebe, sondern ein Leben schaffe. Ich habe einen Job, den ich mag. Ich habe eine Wohnung, die sich langsam wie ein Zuhause anfühlt. Ich habe dich und unseren Freundeskreis. Und ich habe diesen Park. Das sind alles Bausteine. Bausteine für eine Heimat, die ich mir selbst aussuche. Du klingst so klar und entschlossen. Das ist schön zu hören. Ja, ich fühle mich auch so. Ich habe verstanden, dass Heimat nicht bedeutet, keine Wurzeln woanders zu haben. Es bedeutet, an einem neuen Ort bewusst neue Wurzeln zu schlagen. Und das braucht Zeit, Geduld und vor allem eine bewusste Entscheidung. Diese bewusste Entscheidung, das ist der springende Punkt. Ich glaube, viele Menschen, die im Ausland leben, vermeiden diese Entscheidung. Sie halten sich immer eine Hintertür offen. Sie sagen, ich bleibe nur für ein paar Jahre und dann werden aus ein paar Jahren 10 oder 20. Genau. Und in dieser ganzen Zeit leben sie in einer Art Warteschleife. Sie investieren nicht wirklich in Freundschaften, sie richten ihre Wohnung nur provisorisch ein, sie lernen die Sprache nur so gut wie nötig, weil sie im Hinterkopf immer den Gedanken haben, es ist ja nicht für immer. Und was ist das Ergebnis? Sie fühlen sich nach 20 Jahren immer noch fremd. Sie haben nie den Schritt gemacht, aus einem Aufenthalt ein Leben zu machen. Das ist so traurig, aber ich glaube, es stimmt. Man muss irgendwann den Anker werfen. Man muss sagen, okay, das ist jetzt mein Hafen, hier bleibe ich, hier baue ich etwas auf. Und in dem Moment, wo man diese Entscheidung trifft, ändert sich die ganze Perspektive. Ja, dann fängt man an, anders zu denken. Man fragt sich nicht mehr nur, was kann dieser Ort für mich tun, sondern auch, was kann ich für diesen Ort tun? Oh, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Erzähl mir mehr darüber. Naja, solange man sich als Gast fühlt, ist man nur ein Konsument. Man nutzt die Infrastruktur, die Kultur, die Jobmöglichkeiten, aber man gibt nichts zurück. Man ist kein Teil des Systems, sondern nur ein Nutzer. Und wenn man sich entscheidet zu bleiben? Dann wird man vom Konsumenten zum Gestalter. Man fängt an, sich zu engagieren. Vielleicht tritt man einem Verein bei, so wie ich dem Fotoclub. Man hilft ehrenamtlich bei einem Stadtfest. Man geht zu den Wahlen auf kommunaler Ebene, wenn man darf. Man engagiert sich in der Elternvertretung in der Schule seiner Kinder. Man wird ein Teil der Gemeinschaft. Man übernimmt Verantwortung. Genau.
Und in dem Moment, wo man Verantwortung für einen Ort übernimmt, wird er zu einem Teil von einem selbst. Man will, dass es diesem Ort gut geht, man kümmert sich. Und dieses sich kümmern ist vielleicht die tiefste Form von Heimatgefühl. Das ist eine wunderschöne Definition. Heimat ist der Ort, um den ich mich kümmere. Das geht weit über meine eigene Wohnung und meinen Freundeskreis hinaus. Es geht um die Gesellschaft, in der ich lebe. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich mich hier so zu Hause fühle. Am Anfang war es nur der Job und die Stadt war schön. Aber erst seit ich im Fotoclub bin, fühle ich mich wirklich verwurzelt. Wir organisieren Ausstellungen, wir geben Kurse für Jugendliche. Ich gestalte aktiv das kulturelle Leben dieser Stadt mit. Nur ein winziges bisschen, aber es macht einen riesigen Unterschied für mein Gefühl. Das kann ich mir vorstellen. Du bist nicht mehr nur Ben, der hier arbeitet. Du bist Ben, der Fotograf aus dem Fotoclub. Du hast eine neue Rolle in dieser Gemeinschaft gefunden. Und das kannst du auch. Ich sehe das doch schon. Du hast deine Nachbarin, die ältere Dame, neulich zum Arzt gefahren. Du organisierst den Büchertausch in deinem Lohnhaus. Das sind alles kleine Akte des Sich-Kümmerns. Du fängst schon an, deine Heimat zu gestalten. Du hast recht. Ich habe das noch nie so bewusst gesehen. Aber es stimmt. Jedes Mal, wenn ich so etwas tue, fühle ich mich ein kleines bisschen mehr als Teil des Ganzen. Siehst du? Es ist ein Prozess und du bist mittendrin. Die Frage ist also nicht, wo ist meine Heimat, als wäre es ein verlorener Schatz, den man finden muss. Sondern, wie schaffe ich mir meine Heimat? Es ist eine kreative, eine schöpferische Aufgabe. wie schaffe ich mir meine Heimat? Das nimmt dem Ganzen so viel von seiner Schwere. Es macht aus einer passiven Suche eine aktive Mission. Das gefällt mir. Es gibt mir das Gefühl von Kontrolle zurück. Genau. Du bist die Architektin deiner eigenen Zugehörigkeit. Aber was ist mit den Dingen, die wir nicht kontrollieren können? Was ist mit unserer Herkunft, mit der Sprache, die wir als Kind gelernt haben, mit den Erinnerungen, die wir nicht einfach ablegen können? Bleibt da nicht immer ein Teil von uns, der woanders zu Hause ist? Aber natürlich. Und das ist doch das Schöne daran. Darum ging es doch in unserem letzten Gespräch. Es geht nicht darum, die alte Heimat zu löschen, um Platz für eine neue zu schaffen. Das wäre ja furchtbar. Sondern darum, eine Brücke zu bauen. Ja, oder vielleicht sogar mehr als das. Stell dir vor, du bist ein Haus. Dein Fundament, das sind deine Wurzeln, deine Herkunft, deine Familie. Das wird immer die Basis von allem sein, was du bist. Es gibt dir Stabilität und Halt. Okay, das Fundament ist meine alte Heimat. Genau. Und auf dieses Fundament baust du jetzt ein neues Stockwerk. Mit neuen Fenstern, die eine andere Aussicht bieten, mit neuen Räumen, in denen du neue Erfahrungen machst. Dieses neue Stockwerk ist dein Leben hier. Und dieses neue Stockwerk kann nur existieren, weil es auf dem alten, stabilen Fundament steht. Exakt. Das eine schließt das andere nicht aus, sondern es baut darauf auf. Du wirst zu einem größeren, reicheren Haus mit mehreren Etagen. Und vielleicht baust du in 10 Jahren noch ein weiteres Stockwerk drauf, wer weiß. Das ist das beste Bild, das du je benutzt hast, Ben. Ich bin ein Haus mit mehreren Stockwerken. Ich bin nicht mehr nur das kleine Erdgeschoss meiner Kindheit, ich bin gewachsen. Und du hast eine viel bessere Aussicht von da oben, oder? Ja, die habe ich. Ich sehe beide Welten und von hier oben sehen sie nicht mehr wie Gegensätze aus, sondern wie Teile einer einzigen großen Landschaft. Meiner Landschaft. Das ist es. Das ist das Gefühl von Ankommen. Wenn man aufhört, die Teile seines Lebens als getrennt zu betrachten und anfängt, sie als ein zusammenhängendes Ganzes zu sehen. Dann ist meine Suche also vorbei. Ich muss nicht mehr nach einem Gefühl suchen, das irgendwo da draußen ist. Nein, du musst es nur weiter bauen. Jeden Tag ein bisschen. Mit jedem gestrichenen Zimmer, mit jedem Gespräch mit einem Freund, mit jeder Hilfe für eine Nachbarin, mit jedem neu entdeckten Lieblingsort. Das ist ein guter Plan. Ein Lebensplan. Und weißt du was? Ich fange sofort damit an. Wie denn? Nächste Woche ist das Stadtteilfest hier im Park. Sie suchen noch Freiwillige, die am Kuchenstand helfen. Ich habe mich gestern Abend online angemeldet. Anna,
Das ist fantastisch. Siehst du, du bist schon mittendrin im Bauen. Ja, ich werde meinen deutsch-internationalen Freundschaftsapfelkuchen backen und ihn an die Menschen hier verteilen. Ein Stück meiner alten Heimat, gebacken in meiner neuen Heimat, geteilt mit der Gemeinschaft, die meine zukünftige Heimat sein wird. Wenn das nicht der perfekte Abschluss unserer Suche ist, dann weiß ich auch nicht. Kann ich auch ein Stück von dem Kuchen abhaben? Na klar, du bekommst das Erste. Schließlich hast du mir geholfen, das Fundament für all diese Gedanken zu legen. Das habe ich gern getan. Willkommen zu Hause, Anna. Danke, Ben. Ja, willkommen zu Hause. Ben, ich glaube, das war der perfekte Abschluss für unsere kleine Reise. Wir haben so viele Puzzleteile zusammengesetzt. Lass uns die letzten, wichtigsten Begriffe festhalten. Unbedingt. Mir ist sofort ein Satz im Kopf geblieben: Heimat ist nichts Statisches. Das ist ein sehr gutes Wort. Es bedeutet, dass etwas nicht fest, unveränderlich oder in Stein gemeißelt ist, sondern sich in einem ständigen Wandel befindet. Genau. Sondern es ist ein Prozess, also eine Entwicklung, die aus vielen kleinen Schritten besteht und über eine längere Zeit andauert. Du hast gesagt, du hast aufgehört, in einer Warteschleife zu leben. Das ist ein toller Ausdruck. Normalerweise ist das die Warteschleife am Telefon, aber im übertragenen Sinne bedeutet es, in einem Zustand des passiven Abwartens zu sein, ohne sein Leben aktiv zu gestalten. Und um aus dieser Warteschleife herauszukommen, muss man den Anker werfen. Das ist eine schöne Metapher aus der Seefahrt. Es bedeutet, eine endgültige Entscheidung zu treffen, an einem Ort zu bleiben und sich dort niederzulassen. Und wenn man diese Entscheidung trifft, wird man vom Konsumenten zum Gestalter. Ein Gestalter ist eine Person, die aktiv etwas formt, erschafft oder beeinflusst. Man fängt an, sich zu engagieren. Das ist ein sehr wichtiges Verb im sozialen Kontext. Es bedeutet, dass man sich freiwillig und aus Überzeugung für eine Sache oder für die Gemeinschaft einsetzt. Genau. Man übernimmt Verantwortung. Das bedeutet, dass man für seine Handlungen und für das Wohl von anderen einsteht und die Konsequenzen trägt. Und dadurch wird man ein Teil der Gemeinschaft. Das ist die Gruppe von Menschen, die an einem Ort zusammenleben und soziale Beziehungen pflegen. Du hast auch das schöne Bild vom Fundament eines Hauses benutzt. Im übertragenen Sinne ist das Fundament die stabile Basis oder Grundlage für etwas, in unserem Fall die Herkunft und die Kindheit. Und auf dieses Fundament baut man neue Stockwerke. Ein Stockwerk oder eine Etage ist ein Geschoss in einem Gebäude. Du hast es als Metapher für neue Lebensphasen und Erfahrungen benutzt. Am Ende war die Erkenntnis, die verschiedenen Teile meines Lebens sind keine Gegensätze, also keine unvereinbaren Pole, die sich widersprechen. Sondern sie sind ein zusammenhängendes Ganzes. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Es bedeutet, dass alle Teile logisch miteinander verbunden sind und eine Einheit bilden. Und so wird aus der Suche eine Mission. Eine Mission ist eine Aufgabe, die man sich selbst gibt und die ein klares, wichtiges Ziel hat. Puh, das waren wirklich die letzten Bausteine für unser Verständnis von Heimat. Danke für diese ganze Reise, Ben. Ich habe zu danken, Anna. Ich habe genauso viel gelernt wie du. 5 Schlüssel, 5 Gespräche. Unsere Reise durch die Facetten der Heimat ist vorerst zu Ende. Aber die eigentliche Suche, die hört nie wirklich auf, oder? Nein. Und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis von allen. Heimat ist kein Ziel, das man erreicht, sondern ein Weg, den man geht. Ein Weg, den jeder von uns für sich selbst gestalten muss. Wir haben euch heute unsere 5 Schlüssel gezeigt. Der Raum, die Menschen, die Sinne, die Identität und die Entscheidung. Aber das ist nur unsere Landkarte. Und jetzt seid ihr dran. Wir möchten diese Reise mit euch fortsetzen. Welcher dieser 5 Schlüssel hat euch am meisten berührt? In welcher dieser Geschichten habt ihr euch selbst wiedererkannt?
Vielleicht habt ihr sogar einen 6. Schlüssel gefunden. Eine ganz eigene Definition von Heimat, die wir noch gar nicht bedacht haben. Eure Geschichten, eure Gedanken und eure Erfahrungen sind der wertvollste Teil dieses Projekts. Schreibt sie uns unten in die Kommentare. Lasst uns diesen Raum hier zu einem Ort machen, an dem wir gemeinsam lernen und unsere Definition von Heimat erweitern. Eure Perspektive ist das, was Deutsch zu hören lebendig macht. Wenn euch diese tiefgründige Art des Lernens gefällt und ihr uns auf unserer weiteren Reise begleiten wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wir haben noch so viele große Fragen zu entdecken. Danke, dass ihr uns heute euer Vertrauen und eure Zeit geschenkt habt. Geht euren Weg, gestaltet eure Heimat und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.